Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und wir haben in der letzten Folge dieses lange Haus hier gebaut. Aber was noch viel wichtiger für heute ist, wir haben auch diesen Bereich hier hinten vorbereitet für diese Häuser hier. Und da machen wir heute weiter. Fangen wir doch hiermit an. By the way, die 1.17 ist natürlich mittlerweile rausgekommen. Wir spielen hier aber noch, wie ihr hier sehen könnt, auf der 1.16.5. Hat den Grund, dass ich hier natürlich ein paar Mods benutze, die halt noch nicht raus sind für die 1.17. Vor allem die Replay-Mod ist dann natürlich sehr wichtig. Ich fange an mit diesem Haus hier unten. Da versuche ich mich erst mit diesem Dachdesign. Das gefällt mir dann allerdings nicht so sehr. Das ändere ich also nochmal, weil das mir ein bisschen zu langweilig aussah und entscheide mich dann stattdessen, das Dach eher so zweigeteilt zu machen. Dann rüber zum zweiten Haus. Das geht auch um die Ecke, ähnlich wie das erste. Allerdings wollte ich dann natürlich nicht dasselbe machen, weil das wäre ziemlich langweilig. Sondern ich versuche dann erstmal das Dach komplett durchgehend zu machen. Das gefällt mir dann aber gar nicht. Ich versuche das Ganze dann so zu machen, dass das Dach auf der einen Seite ein bisschen höher ist und auf der anderen Seite ein bisschen niedriger, aber das sieht ziemlich komisch aus. Also die Idee verwerfe ich ganz schnell wieder. Und letzten Endes mache ich dann einfach auf einer Seite einen Balkon und das Dach so, dass es nur die Hälfte des Hauses bedeckt. Das sah dann eigentlich am besten aus. Hier probiere ich dann noch ein bisschen rum, wie das Dach vielleicht noch ein bisschen besser aussieht, weil es gefällt mir noch nicht so ganz. Letztendlich lasse ich es dann so und gehe über zum nächsten Haus, das kleine da unten. Ja, das ist ein relativ Standardhaus, sage ich mal. Relativ simples Design. Einfach viereckig, simples Dach. Da gibt es nichts viel zu. Dann gehe ich darüber. Auch das Haus hat eine relativ simple viereckige Grundform. Ich mache es allerdings ein bisschen höher als die anderen. Hier ändere ich dann noch das Layout außenrum. Warum, erkläre ich gleich noch. Und der Rest vom Haus ist eigentlich wieder relativ ähnlich. Ist einfach ein bisschen größer und es hat auch sehr viel mehr Fenster als die anderen Häuser. Ganz einfach aus dem Grund, weil es relativ freistehend ist. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht ist es smarter, hier statt einem Haus, weil da ist halt echt nicht so viel Platz für ein Haus. Es würde sehr klein werden. Vielleicht ist es smarter, hier stattdessen einen Weg nach hier oben zu bauen. Oder? So, weil der Weg führt da so dran vorbei und wenn man dann stattdessen die Häuser hier oben drauf baut und da einen Weg nach oben macht, ich glaube, das ist smarter, oder? Okay, das sieht doch eigentlich ganz nice aus. Ich würde sagen, damit haben wir hier den ersten Teil fertig. Gut, dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Wege hier. Hier außenrum den Weg einmal. Und auch hier die kleinen Gassen zwischen den Häusern. Und darum, hier den Weg nach da oben zu bauen. Also, wenn ihr die nächste Folge nicht verpasst wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.